Yo, hey Leute und herzlich willkommen bei diesen sommerlichen Temperaturen in der Welt von Drakensang Online. Ich bin aktuell auf dem Testserver und habe mir überlegt, dass ich dies dann auch in einer der Ecken im Video einblende, da ja oft die Frage kommt, ja, ist das jetzt wirklich auf dem Testserver? Naja, man sieht ja sonst keine Videos von mir und ich heiße auf dem Live-Server auch nicht Zardas, aber sowohl als auch im Titel steht halt Testserver drin, aber manchmal, ich finde es generell gut, weil wenn man auch mal an die Produktplatzierungen denkt, ja, also immer wenn so ein YouTuber ein Werbevideo macht, dann steht halt auch Werbevideo dort und deswegen finde ich es nicht schlecht, das beim Testserver genauso zu machen. Ja, wenn ich jetzt mal E drücke, dann sehen wir die PvP-Saison. Und das hat sich verändert vom Aussehen her. Und zwar ist es nun nicht mehr horizontal, sondern vertikal angeordnet. Ansonsten hat sich da nichts dran geändert. Na, ist genauso wie jetzt auf dem Live-Server. Man hat jetzt hier noch eine Schaltfläche, mit der man in die Leaderboard, also in die Rangliste wechseln kann. Generell ist dieses Update genau auf diese Sachen optimiert. Es soll euch mehr Möglichkeiten geben, direkt mit dem Event-Overlay zu interagieren. Bei den helischen Spielen sieht man dies sehr gut. Ihr seht hier direkt die Belohnungen, die ihr erhalten könnt. Dann seht ihr, welche Gegenstände euch helfen können. Und ihr könnt auch gleich in den Shop springen und diese kaufen. Das funktioniert jetzt hier an der Stelle noch nicht richtig. Oder es ist verdreht. Ja, es ist verdreht. Undermant-Angebote wäre eigentlich das. Und, wobei, nee, Quatsch, es passt. The Cash Offers Section, genau, man will ja hier Sachen einkaufen, im Prinzip sich Undermant holen, um dann hier die Undermant-Angebote sich zu holen. Das kann man halt unterschiedlich interpretieren. Und dann gibt es hier noch einen Beginn-Knopf und dieser ist ziemlich cool gemacht, weil ihr könnt, wenn ihr draufklickt, direkt nach Kingshill automatisch reisen und ihr seid auch direkt oben am Eventplatz. Ansonsten, wenn ihr hier die Quests annehmt, das ist jetzt ein bisschen anders dargestellt, wenn ihr hier dann das anklickt, na, das blinkt jetzt im Prinzip gelb. Und diese Sache hier kennen wir ja schon vom Live-Server, nur ganz kurz. Und die Quest abgeben, zack, das ist kein Problem. Ansonsten gucken wir mal, was es noch so für andere Sachen hier gibt. Die Großwildjagd, da können wir jetzt etwas genauer drauf schauen. In allen Dungeons ab dem Schwierigkeitsgrad schmerzhaft. Mit Ausnahme der Zwischenwelten, Gebietswächter und Bosse, um Jagdabzeichen zu sammeln. Geht jetzt hier 13 Tage. Es ist halt auch die Großwildjagd, also das ist wirklich die, bei der ihr ziemlich viel Fortschritt sammeln müsst, und zwar 1,8 Millionen Jagdabzeichen. Der längst vergessene Skelettdrache ist hier verfügbar, das Knochen-Gentleman-Kostüm und der Himmelsdrache. Was noch cool wäre, wenn man hier dann draufklickt, dass man da dann eine Verlinkung hat zur Sammlertasche. Das wäre natürlich der nächste Schritt. Schauen wir uns mal die Belohnungen an. Wir haben 75 Dietriche, 999 rote Essenzen, eine Kiste der Veredlung mit 3 Ausrüstungsveredlern, einen strahlenden Edelsteinbeutel, 15 mächtige Seelenwächter, 20 vergoldete Kleeblätter, eine Kiste des Bündnisses, dort drin ist wieder im Prinzip ein Teil vom Bündnisset, auf Rang 2 in diesem Falle, 200 Dietriche, 3 strahlende Edelsteinbeutel, 100 Seelensteine, ein perfekter Edelsteinbeutel, der Wüstenfuchs, wie auch schon bei der letzten Großwildjagd vorhanden, 100 vergoldete Kleeblätter, der Schmelzofen für 90 Tage, 100 vergoldete Kleeblätter sind hier erneut am Start, 5 perfekte Edelsteinbeutel, eine Kiste des gepanzerten Walrosses mit der 20%igen Chance fürs Schwarze, 40%igen Chance fürs Braune sowie das Beigefarbene. Oh, hier steht, ach ja genau, das ist, genau. Also 5 perfekte Edelsteinbeutel ist auf jeden Fall auch cool. 10 Opfergaben der geheimen Grotte. Eine überragende Rune der Vitalität und das Pendel des Volks. Das ist genau dieses Emote, was ich zum Beispiel noch nicht habe. Und das wäre auf jeden Fall cool, dieses auch noch auf dem
Live-Server zu besitzen. Ja, schauen wir mal nun auf die Draken. Wir haben hier 200 Draken, nochmal 200 Draken und nochmal 200 Draken. Das sind schon mal 600. Dann sind wir hier nun bei 850 Draken. Weiterhin mit 250 Draken dazu wären es 1100 Draken. Mit 250 dazu 1350 Draken. Nun sind wir schon bei 1650 Draken. Weiter oben, das vorletzte, sind 500 Draken. Das bedeutet, addiert sind es 2150 Draken. Und mit den 500 Draken, die es ganz oben nochmals gibt, haben wir nun 2650 Draken, die es bei diesem Event gibt. Beim Vollmond-Event sieht es genauso aus. Wir haben hier links die Sparte, was es für Items gibt. Dann die Gegenstände, die uns helfen können. Und hier noch Achievements, also im Prinzip die Errungenschaften dafür. Ansonsten kann man auch wiederum auf Beginn klicken, aber da wir gerade in genau dieser Zone sind, werden wir jetzt nicht nochmal hierher geportet. Das ist natürlich auch sinnvoll. Ansonsten für die Großwildjagd bietet er jetzt hier das zersplitterte Cardoon an. Ihr könnt dort auch wiederum kostenlos hinreisen. Ja, zwischen den Städten ist das Reisen ja kostenlos. Also egal in welche Stadt ich hier reise, das ist überall hin kostenlos. Deswegen ist es auch sinnvoll, genau darauf zu klicken. Und der zweite Grund ist, dass man dann direkt oben am Festplatz rauskommt. Ich zeige es nochmal. Genau, das ist auf jeden Fall eine coole Angelegenheit. Des Weiteren haben wir hier ein Symbol. Click to turn on off the external mini progress counter for this event. Also im Prinzip können wir hier einen Counter aktivieren, der nun aktiviert ist, jetzt. Und dann sehe ich hier oben im Prinzip, okay, wie lange muss ich denn noch spielen, um die 5 Fortschritt zu erhalten. Da würde ich sagen, das testen wir jetzt mal direkt mit dem Vollmond-Event und gehen dort mal. Habe ich überhaupt Essenzen? Ja, dann kaufe ich mir halt welche. Genau, also da können wir jetzt hier im Prinzip auf die Enderman Offers gehen und können dann sagen, okay, ich brauche jetzt hier zum Beispiel Silberessenzen. Die sind sogar relativ günstig oder sagen wir mal sehr günstig. Dann gehe ich nun hier einfach mal auf Schmerzhaft rein, um euch das zu zeigen. Und drinnen angekommen geht es dann auch schon los. So, na, jetzt seht ihr, okay, ich habe jetzt 38 von 50, also von der ersten Belohnung. Und wenn ich jetzt hier weiteren Fortschritt einsammle, dann geht das weiter nach oben. Zack. Dann schauen wir jetzt mal noch, wie es aussieht, wenn das voll wird, wie das dann umschaltet, ob das irgendwie ein spezieller Effekt ist. Oder ob es da jetzt nichts Besonderes zu sehen gibt. Genau, also der schaltet instant um, das habt ihr jetzt gesehen. E blendet wieder auf. Wäre halt logisch jetzt, wenn ich E drücke, dass er sich das aktuelle Event zieht, welches ich gerade spiele. Da kann er sagen, okay, wo habe ich denn jetzt gerade Fortschritt bekommen und zeigt dann entsprechend genau das an. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Man weiß zwar jetzt nicht, wie weit man noch vom Gesamtfortschritt entfernt ist, beziehungsweise wie viele solche Fortschrittssachen es gibt. Aber man kann ja sehen, okay, 58 Fortschritt werden noch benötigt. Und ansonsten kann man das ja sowieso bei E nachschauen. Das geht dann jetzt hier auch nach oben. Genau. Was ich noch sagen wollte dazu ist, man könnte natürlich hier oben hinschreiben, okay, wir haben jetzt hier Anzahl der Bilder plus Anzahl der Draken, sind die gesamten Belohnungen und dann schreibt man oben rein, okay, ich bin jetzt bei 4 von 25. Dann weiß ich, okay, ich habe schon mal 4 von 25 Belohnungen erhalten, aber wie gesagt, das ist wiederum nur kosmetisch, dass man sagen kann, okay,
Das ist jetzt wirklich eine coole Funktion, mit der kann ich was anfangen. Die nächste große Neuerung ist, ich gehe jetzt mal in das Lager des Widerstandes, sind Mäntel. Und zwar habe ich jetzt hier durch die tägliche Quest, beziehungsweise aus diesen, aus diesen außergewöhnlichen Ausrüstungsgegenständen könnt ihr im Prinzip auch hier Mäntel bekommen. Und wenn wir da mal schauen, hier gibt es einmal Cloak of Strength und Cloak of Guard. Also hier wird die Stärke, im Prinzip Schaden, kritische Trefferwertung gepusht und hier Leben, Rüstung und Widerstände. Ja, das zieht sich hier so weiter durch. Und der letzte ist wieder ein Guard Cloak. Genau. Was kann man jetzt damit machen? Naja, zumindest gibt es eine neue Questline, die startet, zumindest hier auf dem Testserver ist sie sofort gestartet und muss hier als dritte Quest wohlgemerkt 1000 solche Materialien wahrscheinlich zu ihr bringen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es genau um diese geht, die hier zu finden sind. Also 11 mal Yarn. Die gibt es auch nur hier in dieser Ausführung. Also im Prinzip der Stoff und davon brauche ich wahrscheinlich 1000 Stück. Was ich schon gemacht habe, ist im Prinzip 200 Stück zusammen zu craften. Aber wenn ihr hier 200 Stück habt, dann könnt ihr mit entsprechendem Rezept, also ihr braucht 200 Stück, ne? Dann könnt ihr hier im Prinzip einen entsprechenden Mantel herstellen, entweder den ersten oder den zweiten. Der erste, wie gesagt, ist eher offensiv, deswegen muss man hier einen offensiven Stein reintun. Der zweite ist defensiv, da muss dann ein defensiver Stein reingetan werden. Ihr habt später jetzt hier noch die Möglichkeit, ich wollte eigentlich die ganzen Dinger einfach mal so ein bisschen durchschalten. Ausrüstungsherstellung, na. Dieses Menü ist irgendwie, ich weiß auch nicht, derartig bescheuert geworden. Weil ich die gerne mal durchklicken würde, ohne dass der direkt da weitergeht, ne? Hier gibt es jetzt auch spezielle Mäntel, wie man sehen kann, also Unique-Mäntel. Und dafür braucht man dann 50 solche von den Golden Yarn, also dieser goldene Stoff hier. Wie man die bekommt, müsste vielleicht hier stehen. It can be obtained from any boss on difficulty Infernal 1 or higher. Also auf Infernal 1 und höher kann das dann droppen, dieser Stoff. Und davon braucht ihr 50 Stück. Dann zum Beispiel hier von Gorga jetzt einen Skin. Die Frage ist, wie ihr den bekommt. Wahrscheinlich wird Gorga den droppen. Da würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ja, aktuell gibt es noch einen Bug. Und zwar kriegt ihr hier die Gegenstände zwar auf Level 55, aber die haben im Prinzip die normalen Skins. Also da ist jetzt kein 55er Skin mit dabei. Das heißt, es buggt an der Stelle ein bisschen rum. Und hier oben diesen diese Fortschrittsanzeige, diese könnt ihr im Prinzip auch minimieren. Und wenn ihr sie wieder deaktivieren wollt, dann müsst ihr hier im Prinzip eine andere aktivieren oder die gleiche suchen und wieder deaktivieren. Das versteht sich von selbst. Ja, es kann natürlich auch sein, dass jetzt nur auf einem höheren Mode diese Geschichten droppen. Zumindest geht hier der Event-Fortschritt, der Quest-Fortschritt voran. Und bei der Quest gibt es dann jetzt hier weitere Rezepte. Hier sind jetzt im Prinzip Formeln drin. Das sind normale Formeln. Das ist im Prinzip genau... Ach, jetzt sehe ich das erst. Genau. Entschuldigung. Das sind die ärgerlichen Störenfriede. Und das ist die normale Quest, die eigentlich fast jeder macht oder gemacht hat auf dem Live-Server. Wobei viele im Prinzip hier diese Sachen nicht unbedingt herstellen wollen oder eigentlich niemand sich Buffs selber herstellt. Deswegen habe ich die Quest auch nicht gemacht. Und hier, das ist die eigentliche Quest. Da müssen wir, ich weiß halt nicht wohin, es wird halt nicht angezeigt. Das heißt, ich muss der einfach 1000 Stoffe bringen. Und ich gehe jetzt hier mal ins Laboratorium der Lügen auf Infernal 2. Und dann schauen wir da mal, ob dort vielleicht was droppt. Na, hier oben die Map ist auch noch nicht benannt. Also keine Map, none im Prinzip haben sie am Ende stehen.
Und ich sollte mal die Silberessenzen raustun, was ich gerade eben getan habe, weil sonst bin ich im Prinzip wie der Community Manager Craig, der dann auch immer die entsprechenden Essenzen an der falschen Stelle genommen hat. Und die Silberessenzen waren ja sowieso seine Liebsten. Ja, also was es jetzt mit der Quest so richtig auf sich hat und warum das jetzt gerade 1000 Stück sind, wenn hier im Prinzip schon wieder so wenig droppt, kann ich euch auch nicht sagen. Genau, hier ist jetzt mal ein Stoff gedroppt, ne? Wenn man davon 1000 Stück braucht, weiß nicht, ne? Mal schauen, was da noch gemacht wird. Aber ich denke, es wird auch noch eine gewisse Zeit dauern, bis dieses Event dann auf dem Live-Server erscheint. Beziehungsweise das Release, wollte ich sagen. Und ansonsten kann ich auch noch nicht sagen, wie das dann genau aussieht, wenn man jetzt einen Mantel hat. Ob man diesen dann, wenn der irgendeine Verzauberung hat, ob man den dann da drauf craften kann. Meinetwegen, der hat jetzt hier 10% Angriffsgeschwindigkeit und 5% kritische Trefferwertung, ob ich diesen dann da drauf ziehen kann oder ob das nicht geht. Und somit würde ich sagen, sind wir erstmal durch mit diesem Release. Es ist erstmal Daily Build, also es wird gerade in der ersten Anfangs- und Testphase sein und damit würde ich mich recht herzlich von euch verabschieden. Haut rein, euer Zadas.